Ja, hallo liebe FC Bayern München-Fans. Eine schwere Nacht liegt hinter uns und ja, die Bayern sind leider raus aus der Champions League. Der Traum ist aus von Budapest und was soll ich sagen? Ja, ein bisschen schwer hinzunehmen. Wie gesagt, zwei Faktoren spielen für mich so eine kleine Rolle. Damit möchte ich dann nachher auch ins Video ins Detail reingehen und so ein bisschen meine Eindrücke und meine Erlebnisse von dem Spiel gestern wiedergeben. Und bevor wir aber anfangen, möchte ich natürlich erstmal sagen, trotzdem eine großartige Leistung in der Champions League vom FC Bayern München die Saison 2025, 2026. Ich freue mich eigentlich auch schon auf die nächste Saison. Klar, die Enttäuschung ist groß. Man hat es natürlich auch bei jedem im Stadion gesehen, bei jedem Spieler, bei jedem Trainer vom FC Bayern München gestern in den Gesichtern nach dem Spiel. Und die Aufregung war natürlich noch groß. Wie gesagt, darauf komme ich dann nachher nochmal zu sprechen. Und wie gesagt, ich möchte aber erstmal loswerden, natürlich als Fan vom FC Bayern München, dass ich trotzdem sehr, sehr stolz bin auf diese Mannschaft und was erreicht wurde, in Champions League Halbfinale unter den besten vier oder zu kommen. Und ja, der Titeltraum leider geplatzt, nicht ins Finale gekommen, aber kann auch nicht jedes Mal so sein. Und wie gesagt, man muss auch mit dem, was man erreicht hat, stolz sein am Ende. Und ich glaube, am Anfang der Saison hätte vielleicht nicht jeder davon geredet, dass die Bayern ins Halbfinale kommen und gegen Paris ausscheiden werden. Also da hätten vielleicht die einen oder anderen auch schon gesagt, dass eventuell auch schon bei der Gruppenphase vielleicht Schluss ist oder halt im Viertelfinale, Achtelfinale. Und im Endeffekt haben es die Bayern und die besten vier geschafft. Und da war da vielleicht auch gestern Abend gegen Paris eine Nummer zu groß. Und davor brauchen wir uns jetzt nicht unbedingt verstecken. Wie gesagt, wir stehen wieder auf, wir sind gefallen, haben zwar gestern einen ordentlichen Nackenschlag bekommen beim 1:1 gegen Paris im Rückspiel. Und ja, dazu gehören aber auch noch immer zwei Spiele. Das Hinspiel, das war so ein bisschen die Gala der Champions League oder beziehungsweise das vorgeschobene Champions League Finale, haben ja viele schon gesagt. Natürlich war das ein richtig krasses, geiles Spiel. Rückspiel, denn nicht mehr ganz so intensiv von beiden Mannschaften vielleicht. Und ja, meine Eindrücke jetzt auf jeden Fall in diesem Video. Ja, und ich als Fan vom FC Bayern München habe so zwei Faktoren ausgemacht, die dieses Champions League aus so ein bisschen besiegelt haben. Und auf der einen Seite, um es mal kurz anzuschneiden, ist es die Mannschaftsleistung im Allgemeinen. Und der zweite Faktor ist dann halt auch wie alle schon angesprochen haben, der Schiedsrichter. Und ich komme aber erstmal zum Faktor eins, die Mannschaftsleistung. Und wenn man das Spiel gestern so über 90 Minuten betrachtet, für ein Champions League Halbfinale, jetzt nehme ich nur dieses Rückspiel mal mit rein, da war es ehrlich gesagt auch ein Tick weit zu wenig, was der FC Bayern gebracht hat und was die Spieler vielleicht so ein bisschen aufs Spielfeld gebracht haben. Und wie soll ich sagen, da habe ich mir vielleicht als Fan so ein bisschen mehr erwartet von diesem Rückspiel, weil das Ziel war klar, das Motto war klar, die Fans haben gebrannt, alle in Rot war das Motto. Ich habe auch die ganzen Videos noch vorher vom FC Bayern München gesehen und alles, was drumherum gemacht wurde. Wie gesagt, das Motto war klar, die Aufgabe war auch klar, mindestens oder ja, es musste mit zwei Toren gewonnen werden, um halt schon ins Finale direkt nach 90 Minuten einzuziehen. Oder halt ein Sieg musste her, um halt in die Verlängerung oder dann später dann halt ins Elfmeterschießen zu gehen, um ins Finale zu kommen. Und da hat mir so dieses gewisse Etwas so ein bisschen gefehlt. Und wenn wir vielleicht mal von hinten anfangen, Manuel Neuer, eigentlich der beste Münchner gestern auf dem Platz. Da können wir uns bedanken, dass nicht schon viel früher aus war. Und ja, mit Weltklasse-Paraden eigentlich wirklich keinen Fehler gemacht, musste auch oft mit langen Bällen agieren, weil halt auch wirklich Paris ziemlich weit oben schon gepresst hat und die Bayern kaum Anspielstationen gehabt haben. Und wenn man in einer Reihe vorgeht in die Abwehr, dann muss ich sagen, Upamecano, Tah, ja, die hatten auch schon mal ein bisschen bessere Spieler, zwar eigentlich auch fehlerfrei gewesen, aber es gab oft Situationen, wo Paris Angriff war und wo vielleicht eine Situation war, wo zwei Pariser Spieler den Ball gehabt haben gegen 5 Bayern-Spieler und Paris kommt dann zum Abschluss, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, dass die Abwehr von Bayern so leicht auszuspielen ist. Und das hat man auch im Hinspiel schon gesehen, dass da viel zu einfach die Tore gefallen sind. Da hatte Paris vielleicht auch in einem anderen Abschluss vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt, aber das gehört auch ein bisschen dazu. Man muss nicht nur Tore schießen, sondern auch vielleicht auch ein bisschen Glück dazu haben. Das hat Bayern gestern auf jeden Fall nicht gehabt, auch schon im Hinspiel nicht so.
Und wenn man jetzt über die Außenverteidiger spricht, Leimer macht eigentlich nach 3 Minuten den gleichen Fehler wie Stanisic schon im Hinspiel, steht ziemlich weit vorne und wird ganz einfach ausgespielt, weil er halt einfach sehr offensiv spielt. Klar, das ist das Spiel des FC Bayern München, aber da hätte ich mir vielleicht auch so ein bisschen auch erwartet vom Trainerteam, diesen Fehler abzuschalten. Und klar, das war wahrscheinlich ein Fehler, den macht Bayern oder hat Bayern diese Saison sehr oft gemacht. Oft wurde es vielleicht auch nicht unbedingt bestraft und Paris hat aber dann auch aufgezeigt, dass es natürlich auch eine Weltklasse-Mannschaft ist. Das heißt, auch keine Schülertruppe dort. Die stehen auch nicht zu Unrecht dort im Halbfinale. Aber meiner Meinung nach dort auch gewisse Fehler, die auch im Hinspiel schon waren und nicht wirklich abgestellt waren. Und Stanisic, muss man auch leider sagen, ähm, Abwehr auch im Hinspiel schon nicht wirklich gut gewesen, hat einige Fehler gehabt. Dann gab es da auch, glaube ich, einen Abschluss einmal irgendwann, ich müsste Mitte 70. Minute, 75. Minute rum sein. Da hat er einen guten Schussposition gehabt und gibt aber den Torwart so einen Ballrückgabe, da wo ich mir dachte, Mensch, du hast auch generell in dieser Saison so oft schon Abschlüsse gehabt, weil du dich eigentlich richtig gut nach vorne gearbeitet hast, gut positioniert hast. Aber der Abschluss, da musst du ganz, ganz stark für die nächste Saison auf jeden Fall die Perspektive nochmal an dir arbeiten. Und ja, das war so ein bisschen das Manko auch in der Abwehr. Wenn wir dann einen Schritt nach vorne gehen, Pavlovic, Kimmich, die haben nicht mehr so die Bälle an den Mann bringen konnten, wie noch im Hinspiel, beziehungsweise auch in den anderen Champions League-Spielen. Da hat auch für mich so ein bisschen der Bezug gefehlt zwischen unserer Offensive, die ja nun wirklich oft Tore schießt, und zwischen Kimmich und Pavlovic, die Bälle verteilen. Da waren auch teilweise im Mittelfeld eine Riesenlücke und da kamen katastrophale Bälle von beide teilweise an, von Kimmich und von Pavlovic. Ja, das ist auch mit sehr viel Risiko gemacht, das Spiel vom FC Bayern, aber wie oft dann Paris kontern konnte und auch sehr gefährlich konnte. Generell hatte ich in beiden Spielen immer das Gefühl, wenn Paris den Ball hatte oder uns attackiert hat, haben die sehr Gefährlichkeit ausgestrahlt und ich hatte immer das Gefühl, boah, jetzt brennt sie gleich der Baum und passiert gleich das nächste Tor. Das hatte ich bei den Bayern zum Beispiel gestern gar nicht so. Die haben ja bis zum Strafraum immer ihr Spiel gemacht, was sie auch oft haben mit viel Ballbesitz und hatten ja auch am Ende mehr Ballbesitz, ich glaube 68%. Und da kam aber nicht wirklich viel raus, weil es wieder wie so eine Mannschaft immer am Strafraum hin und her, wie so eine Handballmannschaft gefühlt und mit dem Ballbesitz nicht wirklich was angefangen haben. Und dann, wie gesagt, diese Lücke zwischen Pavlovic, Kimmich und dann halt unsere vorderste Front mit Musiala, mit Olise und Luis Diaz und halt Harry Kane, der sich natürlich auch wieder oft fallen lassen musste, wie er es eigentlich generell schon in dieser Saison gemacht hat. Aber wie gesagt, mir hat so ein bisschen die Schnittstelle gefehlt zwischen defensives Mittelfeld und offensives Mittelfeld. Da waren oft die Anspielstationen nicht da. Und da mussten natürlich auch lange Bälle, wie generell auch Manuel Neuer gestern, lange Bälle dauernd auf die Außen und die Bayern konnten es auch nicht so richtig annehmen, dann sind sie da mal ausgerutscht und das spielt alles so ein bisschen rein, denn sind es so unglückliche Momente, die Bayern haben. Und ja, wie gesagt, in der dritten Minute schon das 1:0 für Paris und das war eigentlich das Schrecklichste, was hätte passieren können. Wie auch schon gegen Madrid im Rückspiel. Nach 40 Sekunden so ein Katastrophenpass von Manuel Neuer und direkt in den Gegner und da stand es dann auch schon 1:0. Da haben wir aber schon geschafft, das Spiel in die Hand zu nehmen und noch auszugleichen und dann dreimal in Rückstand geraten und haben das Spiel aber dann noch gewonnen. Aber wie gesagt, gestern sollte es nicht sein. Und wenn man dann über unsere Offensive, die ja wirklich auch dieses Jahr, ich will sie nicht schlecht reden, das ist eine super Offensive, die hat man aber gestern auch gesehen, da wurden uns auch vielleicht ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Weder Luis Diaz noch Olise auf unseren Flügeln haben es geschafft, so richtig klare Torchancen rauszuspielen. Die haben versucht, die haben auch geackert, will ich da keinen rausnehmen, aber manchmal auch glücklos in den Pässen die falschen Entscheidungen getroffen, entweder zu weit gepasst, die Flanken kamen gar nicht an. Gestern habe ich keine einzige Flanke gesehen, die überhaupt mal an den Mann gebracht wurde. Pässe verhungerten teilweise, die Abwehrspieler von Paris haben auch sehr, sehr viel weggeräumt dort. So soll es nicht sein. Wie gesagt, Paris dort auch nochmal loben. Die haben es dann wirklich am Ende dann auch gut verteidigt. Und Harry Kane hat einen schweren Stand. Musiala, muss ich leider auch sagen,
Für mich so ein bisschen der schlechteste Spieler gestern. Es tut mir auch so leid, weil ich dem das so gegönnt hätte, dass er da wieder mal nach seiner schweren Verletzung im Sommer gegen Paris wieder zurückkommt und zur alten Stärke. Ich vermisse dieses Eins gegen Eins, diese schnellen Reaktionen, diese schnellen Bewegungen, um den Gegenspieler auszuschütteln und wie gesagt, diese starken Eins gegen Eins und dann einfach mal aufs Tor zu zielen und Tor zu schießen, Abpraller und dann geht der vielleicht rein. Wie gesagt, dieses Quäntchen Glück hat mir gestern auch so ein bisschen gefehlt. Diesen Abschluss, diesen Willen vielleicht auch. Da waren die Bayern vielleicht auch so ein Tick zu ängstlich. Ich weiß jetzt nicht, woran es gelegen hat. Das kann vielleicht jetzt über mehrere Tage, wenn man mal drüber nachdenkt, auch im Trainerteam, vielleicht auch, wenn da jemand nochmal drüber spricht, vielleicht erzählen, ob man da irgendwo noch was rausbekommt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das der Faktor eins für mich, dass die Mannschaftsleistung gestern nicht wirklich hundertprozentig gestimmt hat. Und ja, der zweite Faktor für mich, oder beziehungsweise können wir noch mal rein in den ersten Faktor, auch die Auswechslungen. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, dass man in der 75., 76. Minute Nicholas Jackson zum Beispiel reinhaut. Ähm, Jeder hat ja im Spiel gesehen, dass die Bayern sich schwer tun, wie gesagt, auch Chancen herauszuarbeiten. Da wechselt dann halt so ein Nicholas Jackson ein. Ich hätte mir den doch schon erwartet, so einen kleinen, quirligen wie ein Karl schon früher reinzuwerfen. Da kann man dann auch noch mit rein, aber ich glaube erst 5 Minuten Verschluss. Und klar, hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass er die Verletzung gehabt hat. Und vielleicht auch noch nicht so richtig fit war. Vielleicht hat es auch noch nicht gereicht für 10, 20 Minuten. Und aber der hätte ich mir vielleicht auch so ein bisschen gewünscht, weil ich muss dann auch ehrlich sein, die Körperspannung von Nicholas Jackson ist dann auch in so einem Champions League Halbfinale nicht die richtige Körperspannung. Ich habe immer das Gefühl, der ist dann halt auch mal so ein bisschen schläfrig und in meinem Livestream habe ich gesagt, lustigerweise, Nicholas Jackson hatte eine Körperspannung wie eine Gewürzgurke. Es ist aber auch so, du als Fan sieht man das dann irgendwie am Fernseher und man denkt so jetzt muss doch mal ein Ruck durch die Mannschaft kommen, jetzt muss doch mal ein Ruck durch die Mannschaft kommen. Die letzten Wochen haben die Bayern so viel Mentalität gezeigt und jetzt muss doch die Mentalität wieder ein bisschen zurückkommen und das Momentum würde dann auch vielleicht zum FC Bayern wieder zurückkommen. Wenn du denn schon, sagen wir mal, in der zweiten Hälfte kommst raus und legst gleich das 1:1 nach und der macht das was mit der Mannschaft. Da kommt auch das Glück wieder so ein bisschen rein und das war gestern nicht da. Ja, und wie gesagt, kommen wir jetzt zum Faktor Nummer 2 und das muss man leider so sagen, war ganz klar der Schiedsrichter, der wirklich über die gesamte Partie sehr aufgelöst wirkte, habe ich schon das Gefühl, der wusste oder das gesamte Schiedsrichterteam wusste teilweise überhaupt nicht oder war überfordert und wusste überhaupt nicht mit den Situationen so ein bisschen anzufangen. Und für mich gab es 3 signifikante Fehlentscheidungen im Spiel. Davon nehme ich jetzt mal diese kleinen Entscheidungen, die schon immer zugunsten irgendwie von Paris ausgefallen sind. Wurde ein Eckball nicht gegeben, ein Einwurf nicht gegeben, obwohl es ganz klar Pariser noch dran war und da hat es schon so ein bisschen angefangen, so in den ersten Minuten. Klar, wie gesagt, frühe Gegentor, aber danach diese kleinen Sachen, du kriegst da mal einen Eckball nicht, du kriegst da mal einen Einwurf nicht, da wird mal so ein Foul gepfiffen gegen dich, was nicht unbedingt ein Foul war. Und dann fängt es natürlich an mit den großen Sachen. Und die erste Sache war für mich, Harry Kane wird lang geschickt und startet eigentlich zum Angriff. War ein super Pass, ein langer Pass. Und Schiedsrichter hebt gleich die Fahne und wird abseits gepfiffen. Da wo ich mir denke, normalerweise wird doch momentan in jedem Spiel die Aktion weitergelaufen lassen und dann wird geguckt im Nachhinein, ob es Abseits war oder nicht, weil meiner Meinung nach, es wurde zum Schluss zwar nicht aufgeklärt, aber gab doch mal so ein Standbild zu sehen und ich glaube, Nuno Mendes war auf dem linken Bildschirmrand auf jeden Fall nochmal zu sehen, dass er weiter steht und das Abseits ein bisschen aufhebt und für mich wäre es auf jeden Fall oder als Fan wäre es auf jeden Fall schön gewesen, diese Aktion weiterlaufen zu lassen und nicht gleich Abseits zu heben. Und wer weiß, was passiert wäre. Ausgleich von Harry Kane. Und diese Aktion auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Du weißt ja generell nicht, was da passiert. Vielleicht kommt da noch ein Gegenspieler, haut ihn um oder sonst was, gibt eine rote Karte, platzweise oder es gibt einen Elfmeter, man weiß es nicht, weil es halt ja alles im Konjunktiv liegt. Aber trotzdem, man hat uns dort da im ersten Moment eine große Chance genommen und das war die erste Szene, wo ich mich schon drüber aufgeregt habe. Und die zweite große Szene war natürlich eigentlich die gelb-rote Karte für Mendes, der ja schon früh im Spiel die gelbe Karte gesehen hat und Conny Leimer sich durchgetankt hat dort und dann an Mendes vorbeiging, der dann den Ball an den Arm bekommt und der Arm ging halt hin und es wäre folgerichtig eigentlich die zweite gelbe Karte gewesen. Also gelb-rote Karte und Paris wäre damit dann circa
was waren es, 50, 60 Minuten Unterzahl gewesen für das Spiel, vielleicht dann auch noch in die Verlängerung mit Unterzahl. Das wäre natürlich dann ganz hart geworden für Paris und wäre hundertprozentig ein ganz anderes Spiel geworden für den FC Bayern, wenn du natürlich mit einem Mann auf dem Platz, du hast mehr Räume, Paris muss mehr laufen. Also das Spiel wäre in eine ganz andere Richtung gegangen. Ob Bayern damit gleich gewonnen hätte in den 90 Minuten, das kann man nicht sagen, aber wie gesagt, man hat uns da ganz, ganz klar die Chance genommen, dass Paris dort mit einem Mann weniger auf dem Platz gestanden hätte und die Begründung, beziehungsweise war ja dann das Lächerliche, es gibt auf einmal Freistoß für Paris Saint-Germain, damit hat ja gar keiner gerechnet und die Begründung angeblich auf dem Platz war, dass Conny Leimer den Ball, nachdem er den an die Brust bekommen hat, dort mit der Hand nochmal weitergespielt hat und dann an Mendes vorbeigegangen ist. Dieses Handspiel hat es nie gegeben. Und da frage ich mich dann auch, das ist ja eine grobe Fehlentscheidung, eine grobe Fehleinschätzung auch vom Schiedsrichterteam, dass man da nicht auch irgendwo den VAR einsetzen kann, weil der ist doch dazu da, dass man Fehlentscheidungen korrigiert. Wozu haben wir diese ganze Technik? Wozu haben wir diese ganze Sache installiert in diesen Stadien auf der Welt, auch in einem Champions League Halbfinale, wenn wir es nicht nutzen? Wenn diese groben Fehlentscheidungen nicht aufhören und korrigiert werden? Man hätte doch diese Bilder nehmen können und sagen können, Conny Leimer und hat ihn nicht weitergeleitet mit der Hand, ist an Mendes vorbeigegangen, der hat ihn an die Hand bekommen. Da muss man natürlich klären, war das mit Absicht? Ja, es war Absicht. Und dann wäre der Spieler vom Platz geflogen. Und das für mich ist halt die Frage, warum wird der VAR da nicht eingesetzt? Also wie gesagt, klare Fehlentscheidungen und dann wird da immer gesagt, mit klaren Fehlentscheidungen soll der VAR das klären. Also das wäre für mich so ein bisschen die zweite Sache, wo Bayern benachteiligt wurde. Und dann natürlich die dritte Sache, die ja auch sehr hart war, das war das Handspiel im Strafraum von Paris. Vitinha schießt seinen eigenen Spieler an und ja, wie viele Meter waren es gewesen sein? Zwischen, sagen wir mal, 7 bis 10 Metern. Also eine ganz andere Situation als noch im Hinspiel, wo Paris einen Elfmeter bekommen hat, wo der Spieler von Paris auf der rechten Seite reingeflankt hat und Alphonso Davies den Ball an den Oberschenkel bekommt und dann an die Hand. Und diesmal war es, wie gesagt, Vitinha, der mit dem Klärungsversuch den Ball rausschießen wollte und der Pariser dann auch ja, eine unnatürliche Handbewegung macht nach oben und der den Ball dann an die Hand bekommt. Und der, glaube ich, wenn man die Zeitlupen sieht, eigentlich auch damit gerechnet hat, dass der Pfiff jetzt kommt. Und ich glaube, die hätten sich auch nicht unbedingt beschwert, dass dort Elfmeter gegeben hätte, weil es war halt einfach ein ganz klarer Elfmeter. Die Bayern haben ja eigentlich auch nur noch gefordert. Ein Elfmeter, alle im Stadion haben gefordert, alle im Stadion haben es gesehen. Kompanie auf der Trainerbank hat es gesehen und ja, nur der Schiedsrichter nicht und der VAR bleibt wieder stumm. Und da frage ich mich auch, wer sieht eigentlich noch durch dieses Regelwerk? Angeblich wurde dann gesagt, dass der Schiedsrichter damit begründet hat, dass es kein Elfmeter ist, weil es vom eigenen Spieler kommt, der Ball. Also vom Vitinha. Da können wir jetzt auch sagen, Manuel Neuer schießt jetzt dem Spieler von Bayern direkt den Ball in die Hand und der trägt dann den Ball mit aus dem Strafraum raus, oder wie ist das jetzt? Kommt er vom eigenen Spieler oder wir machen sonst was als Handball da raus im Strafraum, weil kommt ja vom eigenen, vom eigenen Spieler. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, Manuel Gräfe hat dazu dann auch noch ein Video gemacht, kann ich euch nur empfehlen. Er klärt dann noch so ein bisschen auf und zwar gibt es diese Regel auch bei den eigenen Mann, aber doch nicht bitte so auslegen wie gestern bei Paris. Und das ist, wenn halt du als Abwehrspieler den Ball irgendwie klären möchtest, sonst irgendwas, und dann hast du den Arm irgendwie am Körper und machst keine unnatürliche Bewegung. Aber ja, wie gesagt, da ging ja der Ball, die Hand zum Ball und nicht andersrum. Auf der einen Seite wird es gepfiffen, für Paris im Hinspiel und bei dem, was ja noch ganz klarer ist, wird es nicht gepfiffen. Und ich als Fan muss sagen, ich bin da irgendwo mit raus. Ich verstehe diese Regelung mit Hand überhaupt nicht mehr. Vielleicht gibt es ja einen irgendwo auf der Welt, der mir das nochmal erklären kann, der uns Fans oder uns ja, Fußballleuten, die nicht so viel Ahnung haben, sage ich jetzt mal, uns erklären können, wie diese Regel jetzt nun funktioniert. Es weiß keiner. Ich habe auch im Stream gestern gesagt, ich bin da raus, es weiß keiner. Es wird nur noch so ausgelegt, wie es gerade passt oder wie die Wetterlage ist momentan. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht verstehen. Ich glaube, ihr da draußen habt euch gestern beim Spiel auch ziemlich aufgeregt und habt euch ja angeguckt und gesagt, das glaubt ihr jetzt nicht und wisst selber nicht, welche Regel da noch irgendwo eingefügt wird.
Und wie gesagt, Manuel Gräfe hat selbst als Ex-Schiedsrichter und Kommentator jetzt noch gesagt, dass dies auf jeden Fall Hand war und das Regelwerk das auch noch ganz klar sagt, dass wenn man auch als wenn der eigene Mitspieler einen anschießt und es war eine unnatürliche Handbewegung, dann ist das Elfmeter. Ja, und das sind so meine drei Fehlentscheidungen für das Spiel, die auch noch mit Einfluss genommen haben, ist natürlich klar, wenn du als Spieler vom FC Bayern München oder als Fan, du bist ja halt auf dem Platz übelst frustriert. Ne? Du hast gefühlt einen 12. Mann auf dem Platz, spielst selber vielleicht jetzt nicht besten Fußball, aber ich bin der Meinung, selbst dem Fußball, den Bayern gestern gespielt hat, hätte eventuell mit den Entscheidungen, die gegen uns gepfiffen wurde, wenn sie für uns gepfiffen würde, hätten die Bayern das Spiel auch noch gewonnen. Ich weiß, hätte Fahrradkette, es ist nicht passiert. Im Endeffekt war das 1:1 zu wenig, kam auch viel zu spät. Das Tor von Harry Kane war schön gemacht, aber es kam einfach zu spät. Ich hätte mir erwartet, wenigstens nach der Halbzeitpause, dass die Bayern da noch nachlegen und wenigstens schon mal das Unentschieden rausholen. Und dann, wer weiß, was passiert wäre in der Nachspielzeit. Vielleicht wäre es das 2:1 gewesen, man hätte in die Verlängerung kommen können. Paris war schon wieder mit der Zunge draußen gewesen und wir hätten vielleicht in der Verlängerung das Spiel geholt oder im Elfmeterschießen. Wer weiß, kann keiner sagen. So ist es jetzt ausgegangen mit dem 1:1. Man kann nicht zufrieden sein. Wie gesagt, weder von der Leistung vom FC Bayern München noch von der Schiedsrichterleistung. Das ist das, was so reinspielt. Und es war im Endeffekt ein Tor zu viel im Hinspiel. Hätte da auch gut und gerne 5:5 ausgehen können. Wir hätten da auch da einfach besser verteidigen müssen. Wie gesagt, da gab es auch die Standardsituation, wo der kleinste Spieler von Paris reinköpft und die Elfmetersituation. Wie gesagt, da wurde es gepfiffen, gestern wurde es nicht gepfiffen. Ja, es ist aus vorbei, der Traum ist gestorben von Budapest, so muss man leider sagen, aber wie gesagt, wir Bayern-Fans, wir halten zusammen, mir ist an mir und ich bin voll überzeugt, dass wir wenigstens den DFB-Pokal holen und dann nach der Saison natürlich ordentlich feiern. Meisterschaft haben wir geholt, das ist zwar auch irgendwie so ein bisschen Standard, sage ich mal schon als Bayern-Fan, aber das heißt nicht, dass das über 34 Spieltage eine einfache Sache ist, auch wenn es so aussieht mit so vielen Punkten Vorsprung, aber trotzdem, du musst ja Woche für Woche arbeiten und Champions League wäre, wie gesagt, noch mal die Kirsche auf der Torte gewesen sozusagen, aber es ist einfach wohl dieses Jahr nicht so und dabei bleibt es jetzt auch einfach. Wir können die Sache nicht ändern. Wir müssen es so akzeptieren, Mund abwischen und wir kommen, denke ich mal, hundertprozentig stärker wieder, weil eins könnt ihr mir glauben, die Mannschaft ist schon gut und ich glaube hundertprozentig daran, auch dass Max Eber als Sportverstand dort wieder den Kader verbessern wird und dass wir auch besser werden als Team nochmal, noch mehr zusammenarbeiten, noch mehr zusammenwachsen und uns Verstärkung holen für das Team für die nächste Saison und wir kommen wieder und wer weiß, vielleicht nächste Saison dann ins Finale und den Champions League Pokal holen. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, immer an die Mannschaft glauben. Die haben uns sehr viel Freude bereitet dieses Jahr mit all den Spielen, die sie gewonnen haben und super Partien abgelegt haben. Und ich muss jetzt gerade auch so über die Spiele gegen Real Madrid. Wir haben zweimal diese Saison gegen Real Madrid gewonnen. Und was waren das für Wahnsinnspartien? Auch die Partie im Hinspiel gegen Paris. Da können wir, wie gesagt, auch stolz sein auf FC Bayern München, auch wenn ich jetzt quasi ein bisschen hart in der Kritik war, dass die Bayern gestern keine gute Performance hingelegt haben. Aber es ist nun mal so, da muss ich auch leider ehrlich sein als Fan und die Mannschaft muss sich da vielleicht auch so ein bisschen hinterfragen, was sie da falsch gemacht haben. Und der Rest hat, wie gesagt, der Schiedsrichter ein bisschen erledigt. Wir werden sehen, wer das Finale gewinnt. Ehrlicherweise muss ich sagen und habe es auch gestern im Livestream gesagt, dass ich davon ausgehe, dass es Paris sein wird. Fragt mich nicht warum, aber im Endeffekt werden wir sehen. Paris gegen Arsenal ist natürlich auch ein schönes Finale. Ich hätte mir natürlich gewünscht, wenn die Bayerns geschafft hätten. Aber wir haben, wie gesagt, noch den DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Stuttgart. Und da möchte ich die Mannschaft auf jeden Fall brennend sehen. Und stolz kann man natürlich auch sein über die Fans, die nach 3 Minuten gestern dann zwar erstmal ein bisschen ruhig waren, aber die wirklich dann auch über das ganze Spiel hinweg die Mannschaft nochmal angepeitscht haben. An denen hat es nicht gelegen. Auch die Choreo war wieder super. Danke nochmal dafür an alle, die dort im Stadion waren und generell auch in diesem Jahr, dieser Saison die Mannschaft ordentlich angefeuert haben.
Sehr großen Respekt dafür. Und wie gesagt, liebe Bayern-Familie, wir wachsen zusammen auch, natürlich auch auf meinem Kanal, auch in meiner Community. Danke, danke. Wir haben knapp oder fast jetzt schon über 800 Leute. Und mein Ziel ist natürlich dann im Sommer die 1000 Abonnenten zu knacken. Und wenn ihr Lust habt und mehr von meinen Videos sehen wollt und mehr von meinen Livestreams sehen wollt, von den FC Bayern München Spielen, dann bitte abonnieren und das Video liken. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Livestream des FC Bayern München. Wie gesagt, wir haben ja noch zwei Heimspiele, sag ich schon, zwei Spiele offen gegen Wolfsburg und gegen Köln. Und dann kommt natürlich auch noch die Meisterfeier. Da bin ich dann auch live on air in meinem Livestream. Und da gucken wir uns zusammen die Meisterfeier an. Und dann, wie gesagt, zum Abschluss dieser Saison gibt es noch das DFB-Pokalfinale. Und würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet und ja, erstmal nochmal danke fürs Videoschauen und haut bitte unten mal in die Kommentare rein, was denkt ihr über die Partie gestern, generell über die Saison vom FC Bayern München als Fan und von der Schiedsrichterleistung natürlich. Und denkt daran, bitte sachlich bleiben, auch wenn es natürlich ärgert. Aber ich denke, jetzt nach einem Tag kann man auch ein bisschen sachlich darüber sprechen. Und wie gesagt, wir sind hingefallen, wir stehen wieder auf als FC Bayern München Familie und mir Samir. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und das Video nicht vergessen zu liken und zu abonnieren. Also bis dann. Ciao.